FX DRS Pro PRS Liegenschießen. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Alter, was geht denn ab? Anschütz 9015 Sniper. Diana XR 200, weiter auch HW 100 Bullpup bei Air Gandhi im Test. Servus, schön, dass ihr reinschaut. Ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem heutigen Video. Ja, ihr habt so gewollt, hier bin ich wieder. Ich bin wieder auf dem Schießstand. Ich habe wieder die FX DRS Pro dabei. Und für alle, die viel Zeit haben, heute kommt wieder ein langes Video. Ich habe ja ehrlich gesagt beim letzten Mal gar nicht gedacht, dass sich das überhaupt irgendjemand anschaut. 1 Stunde 34 ging das Video. Das Video hatte so viele Aufrufe nach 12 Tagen, wie glaube ich kann mich nicht erinnern, ob ich überhaupt schon mal so ein gut gestartetes Video gehabt habe. Vielleicht mal damals die Huben oder so, ich weiß es gar nicht mehr genau. Auf jeden Fall heißt das Video wirklich auf großes Interesse gestoßen. Was ich noch nicht rausgefunden habe, liegt es an der geilen Knarre FX DRS Pro oder liegt es daran, dass es mehr so ein Live-Video ist, also sprich, ja, ich mache gar nicht viel Schnitte rein. Ich erzähle euch einfach von der Pike auf, wie ich jetzt mit A, dem Gewehr umgehe und B, mit meinen ersten Gehversuchen in Sachen PRS schießen. Ob dann am Schluss was draus wird, ich kann es euch noch gar nicht sagen, wenn ich ehrlich bin. PRS ist ein Thema, ich gucke mir super gerne Videos an. Natürlich zu 99% geht es hier immer um Feuerwaffen. Aber FXR ganz aus Schweden hat ja mit der FX DRS Pro das erste Luftgewehr gebracht, mit dem man wirklich PRS Kleinkaliber-Wettkämpfe mitschießen kann, wenn man denn darf. Also das ist was, wo wir hier in Deutschland sowieso noch irgendwie abklären müssen. Und ich sag mal separate Luftgewehr-Wettkämpfe in Deutschland, also das ist, glaube ich, in meilenweiter Entfernung. Es wäre schon mal schön, wenn man mit einem Kaltgaser bei den Heißgasern mitschießen dürfte. Ich glaube, laut der aktuellen offiziellen Sportordnung von dem Verband XYZ, keine Ahnung, wer das genau überhaupt anbietet, ich vermute der BDS, dürfen da nur Heißgaser geschossen werden. Wenn es der BDS ist, dann fürchte ich auch fast, dass die da relativ strikt sind. Andererseits, ich weiß ja nicht mal, ob ich es überhaupt auf die Reihe bekomme, denn heute will ich überhaupt das erste Mal liegend schießen. Ja. Natürlich habe ich schon mal bei einem HFT-Wettkampf liegen geschossen oder daheim ohne Kamera mal liegen geschossen. Aber tatsächlich ist es heute das erste Mal, dass wir hier ein Video machen, wo wir liegen mit einem Luftgewehr schießen. Ich habe da null Erfahrung. Ich freue mich wieder, wie bei dem anderen Video auch, wenn ja erfahrene Schützen danach ihren Senf abgeben und sagen, okay, mach das anders, mach das so und so, so könntest du es verbessern. Würde ich mich riesig drüber freuen, denn ja, ich will da unbedingt lernen. Ich habe da voll Bock drauf. Wie mehrfach erwähnt, was am Ende daraus wird, kann ich noch nicht sagen. Aber zumindest ist mal meine Grundmotivation für das ganze Thema eben da. Dass die Waffe super präzise ist, ich muss mal kurz suchen, wartet mal, da drüben habe ich es. Dass die Waffe super präzise ist, kann jeder sich nochmal in dem Video, in dem 1,5 Stunden Video anschauen, das ich beim letzten Mal hochgeladen habe. Da haben wir ja verschiedene Slugs getestet. In der Waffe haben die Waffe in verschiedenen Einstellungen probiert. Haben mit Schalldämpfer habe ich nicht geschossen, stopp, nee, ich habe mit verschiedenen Muzzle Brakes geschossen. Und am Ende haben wir dann ein gutes Setup gefunden mit 980 FPS, also 980 Feet per Second von der Geschwindigkeit her, so ein bisschen unter 300 Meter die Sekunde. Warum sage ich euch das in FPS, wo doch jeder hier in Deutschland Meter die Sekunde sagt? Wenn ich das Gewehr zeige, beziehungsweise ein offenes, dann spreche ich von FPS, weil in Deutschland sind mir absolut überhaupt gar keine Luftgewehrvideos mit starken Luftgewehren über 7,5 Joule bekannt. Das heißt, jeder, der sich dafür interessiert, schaut vermutlich internationale Videos an. Und international redet einfach niemand von Meter die Sekunde. Wenn ich jetzt anfange, starke Luftgewehre mit Meter die Sekunde zu beschreiben, dann habt ihr wieder keine Vergleichbarkeit zu den anderen Waffen, die ihr vielleicht von anderen YouTubern kennt.
Aus dem Grund spreche ich von FPS. Ich glaube, das waren irgendwie um die 85 Joule, ich kann es gar nicht mehr genau sagen. Ist auch wurscht, für 50 Meter reicht es dickstens aus. Man kann die Waffe auch noch stärker stellen. Ich schieße die ja mit H&N 30 Grainer, 30 Grain Slugs, das sind, keine Ahnung. Ich kann es nicht sagen, wie viel Gramm das sind, weil auch da wurde ich gefragt, warum sagst du jetzt auf einmal Grain und nicht mehr Gramm? Auch hier wieder die gleiche Erklärung. International sagt niemand Gramm. Wir sagen Gramm bei uns bei 7,5 Joule Waffen. Da wird hier oder hauptsächlich in Deutschland über Gramm gesprochen. Aber sowohl im Feuerwaffenbereich als auch im starke Luftgewehrbereich spricht man immer über die Gewichtseinheit Grain. Das sind 30 Grain. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie viel Gramm das sind. Ist auch wurscht. Irgendjemand kann es hoffentlich drunter schreiben unter das Video. Und das ist der nächste Punkt. Seit bald 10 Jahren bringe ich euch Woche für Woche ein Video raus. Ich habe unglaublich Spaß dran. Aber für mich ist es so, sage ich mal, eine kleine Bezahlung oder ein kleines Lob oder ich weiß nicht, wie ihr es nennen wollt, oder eine Anerkennung, wenn ihr dem Video einfach einen Daumen gebt, wenn es euch gefällt. Wenn ihr es scheiße findet, dann gebt da halt keinen Daumen. Oft habe ich so ein bisschen das Gefühl, ich zeige irgendeine Waffe, die niemandem gefällt und dann kriegt das Video keinen Daumen. Ist ein bisschen unfair, weil ich kann immer nichts für die Waffen, die ich grundsätzlich zeige. Also es wäre immer schön, wenn ihr grundsätzlich das Video bewertet, ob es euch gefällt. Ihr könnt dann immer noch einen Kommentar drunter schreiben. Video geil, aber Waffe scheiße. Also ich würde mich wirklich riesig über den Daumen freuen. Werden die Videos besser ausgespielt? Bei dem Video haben wir es gesehen, hat es super funktioniert. Richtig, richtig geil. Ganz ehrlich, da sitze ich daheim und freue mich und weiß, okay, die paar Tage Arbeit, die es mit Vorbereitung inklusive Schießen, inklusive Schnitt gedauert hat, war es einfach wert. Würde ich mich riesig freuen, und wer noch nicht meinen Kanal abonniert hat, würde ich mich natürlich auch freuen, falls ihr ein YouTube, ein Google-Konto habt, wenn ihr den Kanal noch abonnieren würdet. Wäre richtig, richtig cool. Okay, was ich gerade sagen wollte, ich habe vorhin die Waffe hier auf dem Schießstand wieder aufgebaut. Ich hatte zuvor dieses Glas und die Montage auf einem anderen Gewehr gehabt, habe verschiedene Einstellungen gehabt, bin dann zu den alten Einstellungen zurückgegangen und habe die Montage mit dem Zielfernrohr wieder draufgebaut und habe das Ergebnis bei den ersten 5 Schuss auf 50 Meter geschossen. Ich blende es euch auch mal in der Nahaufnahme ein. Ich habe hier sogar einen Zeugen, wobei ich denke nicht, dass ich das für euch brauche, einen Zeugen. Aber 5 Schuss hier in, keine Ahnung, 1,5 Zentimeter wieder. Das letzte Mal hatten wir 11 mm bei 5 Schuss. Also das heißt, die Waffe ist weiterhin ultra präzise, und diese Montage und das Zielfernrohr sind von der Klickrate bzw. von den Klickeinstellungen als auch von der Wertigkeit der Montage mit zusammen dieser Schiene in Kombination halt so hochwertig, dass da Wochen zwischen dem Schießen dazwischen liegt, die abgebaut war, das Zielfernrohr verstellt war und alles wieder zurückgestellt, und man schießt auf 50 Meter, ja, ich sag mal, ein Klick rechts, ein Klick tief. Das habe ich jetzt nachjustiert. Das heißt, ab jetzt ziele ich tatsächlich heute auf die Mitte. Oft kennt ihr es in meinen Videos, dass ich einfach irgendwo hinschieße auf die Karte, wo ich dann am besten, ich sag mal, einen Haltepunkt habe oder sowas. Heute gehen wir tatsächlich auf die Mitte. Aber natürlich, wenn ich das erste Mal liegen schieße, heißt es nicht, dass wir auch die Mitte treffen. Also ich hoffe, dass ich die 14x14er Scheiben treffe. Ich wollte damit nur zeigen, das Luftgewehr ist noch genauso präzise wie im letzten Video. Finde ich halt auch richtig geil, wenn man ein Setup, ein Equipment hat. Man kann sich halt einfach darauf verlassen, dass man dann nicht das nach ein paar Wochen aufbaut und alles wieder neu einstellen muss. Ich habe hier, natürlich müsst ihr schauen, wenn ihr bei einer anderen Temperatur schießt oder einem anderen Luftdruck, dann kann das schon mal sein, dass sich halt eben das Trefferbild verlagert. Aber dazu gibt es ja eine App auf dem Smartphone, sowohl für Android als auch iOS. Und zwar ist es die Element Ballistics App. Ja, ich habe zum 28. Mal versprochen, ich mache mal ein Video drüber. Ich stehe kurz davor. Ich habe mir schon viele Gedanken gemacht, was ich alles erzählen will. Aber da habe ich zum Beispiel das Setup eingegeben, habe die Wetterdaten aus dem Internet live in die App reingezogen, macht es alles automatisch. Und dann angenommen, wenn ich dann irgendwo anders schieße, wo es einen anderen Luftdruck und eine andere Temperatur hat, bietet es mir automatisch die Einstellung für meine Türme an, dass ich direkt loslegen kann. Richtig, richtig geil. Und dass das funktioniert, ja, hier ist der Beweis. Also das schon mal vorab, funktioniert richtig, richtig geil. Dann kommen wir nochmal zum Setup.
Ich schieße heute FX DRS Pro. Wir schießen bei ungefähr 990 FPS, pendelt zwischen 988 und 991, also super konstant. Bin ich top zufrieden. Ich habe ein Element Nexus Gen 2 Zielfernrohr drauf, habe es auf die 50 Meter natürlich eingestellt. Ich verwende, zeige ich euch ein Foto, weil sonst müsste ich das Gewehr drehen, hier meine MDT Sendit Bubble Lever, also das sprich eine digitale Wasserwaage, die mir anzeigt, ob ich das Gewehr verkante oder nicht. Ihr wisst, verkantet ihr das Gewehr, stellt an den Türmen, dann stellt ihr, wenn ihr nicht Pech habt, rauf, oder, also nach oben und unten, also sprich vertikal oder horizontal, sondern es kann sein, dass ihr dann schräg verstellt, weil das Gewehr verkantet ist. Und das ist natürlich das, was überhaupt nicht vorkommen soll. Deswegen ist es auch ganz wichtig, sein Zielfernrohr richtig zu montieren, richtig einzuschießen. Aber dafür habe ich natürlich auch ein Video für euch gemacht. Gebt mal auf YouTube Zielfernrohr einschießen ein und dann bekommt ihr ein Tutorial, wie egal welches Luftgewehr oder welches Gewehr ihr habt, nicht nur für Luftgewehre, wie ihr das perfekt einschießen könnt. Okay, 700 mm Barrel. Wenn jetzt die neuen Zuschauer, die das erste Video nicht gesehen haben, sich wundern, wo ist denn da eigentlich die Kartusche? Ja, die Kartusche ist hier um den Lauf rum. Es ist die Aluminiumkartusche. Es wird auch noch in Carbonfiber kommen. Die Aluminium geht bis 230 bar, der Carbonfiber wird bis 250 bar gehen. Ich bin damit super happy mit meiner Einstellung. Ich habe die ja auf 160 bar Regulatordruck, das ist jetzt aber aus dem Kopf raus, 160 bar Regulatordruck eingestellt und dann mache ich so 25 Schuss, was echt eine ganze Menge ist. Ja, also für ein F-Luftgewehr ist es gar nichts, aber das Gewehr ist ja fürs PRS-Schießen hauptsächlich gemacht. Da habt ihr 10 oder 12 Schuss pro Station und ich habe meine 9 Liter Flasche dabei, die werdet ihr heute ein paar Mal im Einsatz sehen. Da ist das Ding einfach wieder in 2 Sekunden aufgefüllt, deswegen ist es mir eigentlich total egal, wie viel Schuss das Ding macht, weil mehr als 10 oder 15 werde ich eh nicht pro Karte machen und dann halte ich einmal ganz kurz meine Flasche dran und dann ist es wieder voll. Als Montage habe ich die One-Piece Mount von MDT, eine unglaublich hochwertige und richtig, richtig geile Montage, auch von dem kanadischen Hersteller MDT. Da ist ziemlich viel von MDT an dem Luftgewehr dran, unter anderem hier hinten der Backrider, der wird mit M-Lock-Nüssen letzten Endes hier an den Hinterschaft gemacht. Den Backrider habe ich einfach dafür, dass ich je nachdem sauber halt eben meine Waffe auflegen kann. Ich muss euch ganz ehrlich gestehen, ich vermute, ich werde sie nicht auflegen. Ich will eigentlich so schießen, dass ich sie an die Schulter anlege. Wenn ich überhaupt nichts treffe, dann werde ich wieder cheaten und werde den Hinterschaft auflegen. Ist ja beim PRS-Schießen erlaubt, aber ich will heute einfach mal liegen schießen. Mal gucken, was ich so zusammenbekomme, aber es kann sein, dass ich ziemlich schnell hier auf den Peanut zurückgreife, auf die Erdnuss, MDT auch. Eine richtig coole Hinterschaftauflage, hat den Vorteil, dass ihr unglaublich viele verschiedene Positionen in Sachen Höhe realisieren könnt mit dieser Hinterschaftauflage, die nach vorne kippt, sind es dann noch mal mehr. Griff von MDT, der ganze Schaft ist von MDT. Jeder, der sich wundert, warum kostet die DRS Pro 2800 €, während der normale DRS mit Kunststoffschaft für einen Tausender zu haben ist. Ja, es liegt sehr, sehr viel an dem Schaft, aber der Schaft ist einfach jeden Cent wert, muss man einfach so sagen. Es ist ein Meisterwerk der Technik. Hier alles mit M-Lock-Schlitzen versehen, da könnt ihr eine ganze Menge an Zubehör anbringen. Das letzte Mal hatte ich ein bisschen schwereres Setup dabei. Da hatte ich die Baker Wings noch hier an der Seite dran, die hauptsächlich dafür da sind, dass man die eben auf Sandsäcken ablegen kann, die Waffe wunderbar. Und ich hatte Front-End-Weights, also außenliegende Gewichte hier. Aber das habe ich geändert. Ich habe dadurch, dass ich die Waffe ein bisschen leichter gemacht habe, weil sie mir ein bisschen zu schwer war, kann aber sein, dass ich es beim nächsten Mal wieder anders habe, habe ich halt eben die Gewichte anders angepasst und man, ja, der Kopf ist nicht mehr drauf, ist wurscht, die Waffe ist drauf und die Waffe ist so ausgemittelt, dass die halt, wenn sie hier auf dem Sandsack liegt, mit montierten Zweibein, ja, ich sag mal, schön mittig und ja, von alleine letzten Endes liegen bleibt. Okay, Zielfernrohr haben wir beschrieben. Vorne dran MDT Skypod. Ihr wundert euch bestimmt, warum ich es nicht in meinem Shop drin habe. Auf jabolo.de guckt mal vorbei. Ich habe extra einen geilen Pulli angezogen, dass ihr nicht vergesst.
wo ihr zu bestellen habt und wo ihr mal reinschauen sollt. So viel Werbung muss sein. Also, MDT Skypod ist ja eigentlich wie auch unser Accutec Bipod, eigentlich ein Bipod für Feuerwaffen. Ich habe ehrlich gesagt noch gar keinen Luftgewehrschützen damit gesehen. Ist halt gnadenlos teuer, aber unglaublich hochwertig und präzise. Ja, ist ein bisschen Spinnerei. Ich weiß nicht, ob es das bräuchte, aber ganz ehrlich, wenn ich mich in Equipment verliebt habe, ja, und ich besitze selbst sehr, sehr wenige Waffen, dann müssen die dann halt schon dementsprechend sein, dass sie mir auch eben maximalen Spaß bringen. Vorne dran habe ich eine Muzzle Brake. Wenn sich jetzt viele fragen, eine Muzzle Brake auf ein Luftgewehr, hahaha. Die Feuerwaffenschützen, vielleicht die zum ersten Mal so ein Luftgewehr sehen, achtet einfach mal beim Schießen drauf, dann wisst ihr genau, warum wir auch hier ein Muzzle Brake unglaublich von Vorteil ist. Für alle, die nicht wissen, Muzzle Brake. Eine Muzzle Brake ist dafür da, die Luft hinter dem austretenden Slug bzw. Diabolo zu beruhigen, dass man eine stabile Flugbahn zusammenbekommt. Und wenn ihr mein letztes Video gesehen habt, dann habt ihr bestimmt auch einige Aufnahmen gesehen, wie seitlich die Luft richtig geil rausgeht. Ja, interne Gewichte habe ich 4 Stück verbaut. Die sind ab hier verbaut. Ab hier sieht man meinen Finger. Ja, ab hier nach hinten. Ich könnte vorne noch mehr Gewichte verbauen. Ich könnte es noch kopflastiger machen. Könnte ich zum Beispiel machen, wenn ich jetzt ohne Zweibein schieße, dann würde ich vorne noch ein paar Gewichte hin verbauen, dass es dann immer noch in der Waage liegt. Aber ich lasse das Zweibein montiert. Zur Not klappe ich das einfach ran. So, jetzt habe ich schon mal in der Theorie einiges erzählt. Jetzt baue ich mal die Kamera um. Auch da, wenn jemand Ideen hat für die perfekte Kameraposition, die fehlt mir noch ein bisschen. Das ist das erste Mal liegend schießen. Ich habe aber überlegt, dass ich lieber von vorne schräg filme, weil ich vermute, dass ihr lieber mein Gesicht als mein Hintern seht. Wenn nicht, dann mache ich mir echt Gedanken. Okay, jetzt würde ich einfach mal das alles vorbereiten und dann schießen wir mal eine Runde und gucken mal, wie wir denn damit klarkommen. Also, bis gleich. So, aber erst noch, bevor ich zum Schießen komme, geben wir mal noch ein bisschen Luft drauf. Das war's hier. Easy Fill von Edgarn mit dem Füllstück. 9 Liter Carbonflasche mit der Saber Tactical Tragetasche. Super easy. Zum Gewehr nachfüllen. Und so ist auch ein Luftgewehr, das ja, letzten Endes recht wenig Schuss hat in der Kartusche. Somit bekommt ihr auch die Reichweite dann, die man für eine lange Schießsession braucht. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, 200 Schuss gemacht und hatte immer noch 260 Bar oder so. Kannst du ewig machen. Also gut, jetzt baue ich um. So, bei meinem morgendlichen Hundespaziergang habe ich ausgelotet, dass das so eigentlich ganz gut funktionieren könnte. Von der Kameraeinstellung her. Wir gucken dann mal, ob da alles drauf ist. So. Jetzt schauen wir erstmal, dass ich langes Elend hier auf den Tisch passe. Ist die Knarre noch drauf? Ja, gerade so. Okay, also. Was ich gelernt habe, bitte belehrt mich. Mal gucken, dass hier nicht mein Mikrofon ausgeht, das in der Hosentasche ist. Was ich gelernt habe, bitte belehrt mich. Man legt sich gerade hinter das Gewehr. Schaut, dass man so flache Positionen wie möglich hat. Oh, ich sehe schon. Ohne Hinterschaftauflage wird es ein brutales Gewackel. Alter, es gibt doch Leute, die schießen echt ohne Hinterschaftauflage, gell? Ich gehe mal noch ein Stückchen zurück. So. Füße nach außen, also sprich 10 nach außen. Nein, muss ich mit Hinterschaftauflage schießen. So schnell ist der gute Vorsatz weg, weil sonst treffe ich, glaube ich, keinen Schuss. So. Okay, gut. Magazin kommt rein, Ton habt ihr noch, Kamera läuft. Ich bin auf der Kamera drauf. Gewehr steht gerade.
Und dann machen wir mal den ersten Schuss. Okay. Ja, also was noch verbesserungswürdig ist, auf jeden Fall die Schaftkappe hinten dran ist leider bei der Waffe nicht höhenverstellbar. Ich bin da schon an der Lösung dran. Vielleicht beim nächsten Video schon, vielleicht klappt es auch gar nicht, mal schauen. Auf jeden Fall habe ich meine Fühler ausgestreckt und versuche hier ja, eine Möglichkeit zu finden, weil normalerweise soll die Schaftkappe hinten komplett an der Schulter anliegen, aber ich merke, dass meine etwas zu niedrig ist. Ich würde sie gern etwas höher haben. Bin präzise, aber etwas zu niedrig. Schauen wir mal weiter. Okay. Ja, wenn ihr euch wundert, warum ich diesen roten Klebepunkt da drauf gemacht habe, ich habe sonst absolut keinen Kontrast. Ich tue mir echt sonst ein bisschen schwer, extrem präzise zu schießen. Beim nächsten Mal lasse ich es wieder weg vielleicht. Ich weiß, manche wollen, dass ich auf das schieße, manchen gefällt es, wenn ich auf normale Scheiben schieße. Wir machen es heute ein bisschen abwechselnd. Die Waffe ist so ultimativ geil. So, und jetzt gehe ich mal her und stelle das aber noch mal ein. Und stelle das noch mal einen Klick weiter. Und dann hole ich jetzt noch mal die Karte her. Mal gucken, ob ich da so einigermaßen in der Kamera drin bleiben kann. So. Das ist meine coole Ergandi Liegematte. Die hatte ich mal fürs HFT-Schießen. Ich weiß gar nicht, wo ich die machen habe lassen. Irgendwo in England, glaube ich mal, oder so. Jetzt tatsächlich schon ewig nicht mehr genutzt. Boah. Die Knarre ist so geil, oder? Guckt mal. Ich renne mal außen rum. Das ist so geil einfach. Warte mal. Guck mal. Von der Präzision her. Okay, man muss sagen, wenn man ehrlich ist, so schaut es von der anderen Seite aus. Wenn man ehrlich ist, wenn man auflegt, das ist ja dann praktisch wie im, wie im Sitzen schießen. Ehrlich gesagt ist es jetzt, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, wahrscheinlich fürs PRS-Schießen richtig. Also ich glaube, das ist erlaubt. Aber ja, besonders schwer ist es jetzt halt dann auch nicht. Ich glaube, wir werden das jetzt mal ändern. Ich lade jetzt gleich nochmal das... obwohl, wir haben noch 7 Schuss drin. Wir werden das jetzt nochmal ändern und ich werde jetzt mal hergehen und werde wirklich die hintere Auflage weglassen. Weil ich glaube, dass sehr, sehr viele Schützen auch so schießen, indem sie den Hinterschaft an die Schulter anlegen. Auch, wie gesagt, wenn das leider nicht ganz optimal ist bei mir. Weil ich halt gerne eben eine höhenverstellbare Schaftkappe hätte. So. Das. Okay.
wird es mit der Präzision schon ein bisschen schwieriger. Ich muss mal gucken, dass der Lauf noch drin ist. Scheiße, wenn ihr die Knarre nicht ganz seht. Das ist so geil, ey. Ja, ich habe die Control Bridges nicht drauf. Die Baker Wings nicht dran. Macht es ein bisschen leichter, das Setup. Ich sehe halt schon extrem meinen Puls jetzt auch im Zielfernrohr. Klar, klar, vorne habe ich ein Zweibein dran. Aber überall anders ist letztendlich meine Hand dran, beziehungsweise meine Schulter. Ich habe auch überhaupt keine Ahnung, was dann ein gutes Ergebnis ist, beziehungsweise ob man das irgendwie zählen kann, was da auf der Karte ist, oder ob das überhaupt die richtige Karte für die Distanz ist, für das, was ich mache. Also da, wenn jetzt irgendein erfahrener Schütze da ist, aber irgendwie einen leichten Linksdrall, oder? Liegt wahrscheinlich an der Pulskontrolle. Oh, der war schlecht, ey. Ja, man sieht, das Ergebnis ist schon weit schlechter als vorhin. Ich glaube, das war's im Magazin. Ja. Magazin ist leer. Wir holen mal die Karte her. So, ab und zu muss ich mal einen Kopfhörer runternehmen. Ich schreie euch bestimmt die ganze Zeit voll ins Ohr. Ja, ist schon was anderes. Das ist schon böses Gewackel, ehrlich gesagt. Also da springe ich einmal durch die ganze Zielscheibe vorne. Ja, das siehst du auch am Ergebnis, was, ja, ehrlich gesagt immer noch okay ist. Aber ihr seht richtig, wie mein Puls geht, gell? Ich habe so eine richtig, so eine Schräge drin. Das ist das so, wie ich vor mich hin zitter halt. Naja, so ist es halt. Jetzt weiß ich nicht, was euch besser gefällt, wo ihr den besseren Kontrast habt. Ich pappe jetzt noch mal so ein Ding da drauf. Ich habe extra ein paar ausgeschnitten zu Hause. Wer ein FX Luftgewehr haben will, wir auf jabolo.de haben die Dreamline im Angebot und die Impact. Zwei unglaublich beliebte Gewehre. Ich habe noch kein Feedback bekommen, wie es jetzt, was die Zukunft der DRS angeht. Also der DRS Pro wird vermutlich nicht kommen, weil 700 mm Lauf bei 7,5 Joule glaube ich nicht, dass das funktioniert. Es gibt zwar, habe ich jetzt heute gesehen bei FX auf der Seite, wohl für manche Länder eine Sonderversion der DRS Pro mit 600 mm Lauf. Andererseits glaube ich trotzdem, dass ein Preis von 2.800 € schon knüppelhart ist. Also für mich ist es jetzt hier in dem Fall okay, weil ich jetzt damit die Möglichkeit sehe, halt einfach den Schritt zu den Feuerwaffen, zur Konkurrenzfähigkeit gegen die Feuerwaffen sehe. Aber wenn es ein Luftgewehr ist, das bis 7,5 Joule geht, ja, dann muss man sich schon 2-3 Mal überlegen, so einen Betrag hinzulegen. Ja, bei jabolo.de haben zwar auch einige in dem Preisbereich, aber dann hast du halt eine Daystate Alpha Wolf oder Red Wolf oder sowas, die dann halt einen Prozessor drin hat, die computergesteuert ist, was natürlich einfach nochmal
gegenüber einem mechanischen Luftgewehr sicherlich einen höheren Einkaufspreis oder einen höheren Preis einfach rechtfertigt. Oder du hast einen Halbautomaten wie eine Steyr Hunting 5 Automatik oder eine Edgar Leschi. Aber für einen Einzelschuss Luftgewehr bzw. einen Repetierer dann eben 2.800 Euro. Oh, da muss man dann schon ein bisschen Liebhaber sein und voll Bock drauf haben. Die normalen DRS-Modelle, also sprich DRS Classic, muss ich mal gucken, dass in der Hosentasche habe ich nämlich den Empfänger für das Mikrofon, dass dann das halbe Video ohne Ton ist. Der Preis für die normale DRS Classic, der würde sich vermutlich irgendwas, je nachdem, ob man es mit Kunststoff schafft oder mit Holz schafft. Es gibt auch noch Grade 2, also einen schöneren Holzschaft für diese Waffe. Und es wird dann irgendwo zwischen vermutlich einem Tausender und 1200-1300 liegen. Das könnte ich mir schon vorstellen, dass es viele Freunde finden könnte. So, jetzt gucken wir mal. Muss ich aber echt die Beleuchtung ausmachen. Einen besseren Kontrast auf dem roten Punkt. Ja, da könnte ich mir eben vorstellen, dass das schon Freunde finden würde. Einfach, ich finde halt dieses Design ohne extra Tube, also sprich Kartusche bzw. Flasche, finde ich halt ultra geil. Also die Waffe wird jetzt nicht unpräziser, sondern es ist einfach aus meiner Sicht eine erhöhte Schwierigkeit zu schießen. Vielleicht gäbe es noch Möglichkeiten, das ein bisschen besser zu machen, als ich es gerade mache. Aber das werdet ihr mir hoffentlich in die Kommentare reinschreiben. Was ich so als nächstes vorhabe mit der Waffe, ich will dann natürlich mal, ich sag mal, knien schießen bzw. stehend schießen. Dafür will ich mir einen Tripod besorgen. Jetzt nicht direkt aus der Fotografie, aber ja, etwas Ähnliches, richtig Stabiles, wo ich diese 10 Kilo Waffe draufpacken kann. Wo ich noch einen Sandsack draufpacken kann, das ich schön in der Höhe verstellen kann, vielleicht von 50 cm bis 1,70 m ungefähr oder 1,80 m. Wäre halt ultra geil, wenn da irgendjemand einen Tipp hat. Also ich habe heute welche gesehen, die kosten 2.500 Euro. Das ist jetzt nicht das, was ich suche. Das ist jetzt erstmal nicht für Wettkämpfe gedacht, sondern einfach, um mir hier Ziele bzw. Schießpositionen ermöglichen zu können. Wenn da irgendjemand einen Tipp hat, was ich mir da mal anschauen könnte, ich will halt ungern 2- oder 3-mal kaufen. Also sprich, ich hätte gerne ein Tripod, Höhe verstellbar aus Carbon, dass es schön leicht ist. Mein ganzes Equipment hier, das Auto voll ist eh schon schwer genug, dass man es kaum tragen mag. Es soll die Möglichkeit haben, eine Tactical Plattform oben anzubringen, also sprich einfach eine Plattform, auf die ich dann verschiedene Sandsäcke oder sonst was drauflegen könnte. Jetzt muss ich die Beleuchtung doch wieder anmachen. Jetzt habe ich mir das Rot schön weggeballert. Wer Lust hat und sich austauschen will zur DRS, kann mir natürlich auch gerne eine E-Mail schreiben an ergandia@diabolo.de. Oh, mir fällt gerade noch was ein. Einem Zuschauer, sorry, den Namen weiß ich gerade nicht mehr auswendig, hatte ich noch versprochen.
dass ich den ballistischen Koeffizienten nochmal messe. Man hat zwar die Angabe des ballistischen Koeffizienten, das mache ich mal da drüben hin, stört es euch nicht. Man hat zwar die Angabe des ballistischen Koeffizienten auf den Slugs stehen, aber ich habe hier meinen FX Radar Chronie und da misst man mittels Radartechnik eben den ballistischen Koeffizienten. Da hat er mal danach gefragt. So, was haben wir da jetzt? Ballistik-Koeffizient, genau. Ja, jetzt habe ich G1 ballistischer Koeffizient oder Average Ballistik-Koeffizient. Achso, das eine ist der durchschnittliche, das andere ist G1. Ja, okay. Also gut, den G1 werde ich jetzt mal messen. Ich habe noch nicht repetiert. Genau. Ah, ist aber nah dran an dem, was der Hersteller angibt. 1,07. 1,06 hat der Hersteller angegeben. Beziehungsweise, ja, der Hersteller, beziehungsweise sieht man das auch in der App. Jetzt hat es 1,05. Hat mit 990 FPS den Schuss gemacht. Jetzt habe ich 1,08. Dann wieder 990. Warum sich der ballistische Koeffizient verändert bei der gleichen Geschwindigkeit? Ja, also jemand, der sich mit ballistischen Koeffizient auskennt und mir erklären kann, warum ich den gleichen... Ach nee, stopp. Ah, stopp, das ist nicht... Stopp. Das war jetzt nicht... Doch 990. Hä? Okay, also. So. Vielleicht kann mir jemand erklären, warum ich bei 990 FPS einmal einen ballistischen Koeffizienten von 1,06 und einmal von 1,08 angezeigt bekomme. Das kann ich mir nämlich nicht erklären. Ich habe gedacht, das hängt mit Masse und Geschwindigkeit zusammen. Jetzt bin ich 2 FPS drunter. Jetzt bin ich bei 988 und habe 1,0, also nicht 1,04, sorry, ich sage das die ganze Zeit falsch. Entschuldigung. Wow. Wahrscheinlich habe ich schon 25 Kommentare drunter, wo alle schreiben, sag mal, bist du blöd. Sorry, 0,106, 0,108, 0,104. Nicht 1,04. Sorry. Falsch vorgelesen, zu blöd zum Lesen, siehst du? So weit sind wir schon. So viel zur PISA-Studie. Hat auch nicht funktioniert. Also jetzt hatte ich 988, hatte 0,104. Rums. Oh. Ah, ich bin unter Regulatordruck. Okay, den letzten Schuss vergessen wir. Der war 9,79. Zuvor hatte ich eine Standardabweichung. Jetzt bin ich gerade unter Regulatordruck gefallen. Jetzt haben wir unter 150 Bar. Dann ist es 12 FPS gefallen und zuvor hatte ich eine Standardabweichung bei dem 5-Schuss von 1,7 FPS. Das ist ein halber Meter. Echt ein krasses Ding einfach, diese Knarre, ey. So. Einmal das Fläschlein. Und dann noch. So, und das war's. Abflug.
So, jetzt hätte ich gesagt, wir holen mal die Karte her. Einmal Magazin raus. Einen Slug hat man noch drin. Na, sehr lustig. Oh, bleibt da. Oh, da guck mal hin, der eine ist ja übel abkaut. Warte mal, ich komme mal rum zu euch. Schaut mal her. Einen habe ich komplett verhunzt. Ich vermute mal, das war wahrscheinlich der letzte. Keine Ahnung, ob es so ist. Aber der letzte hatte 12 FPS weniger. Entweder habe ich vorher irgendwann mal richtig gezittert. Und die anderen hier. Dafür, dass ich liegen schieße. Sorry, ich zeige euch den Mittelfinger. Nehmen wir mal den. Dafür, dass ich liegen schieße, bin ich echt zufrieden damit. Wir machen noch eine Karte. Wir machen es jetzt nochmal ohne diesen Aufkleber drauf. Und schießen noch eine letzte Runde. Wir müssen ja nicht jedes Mal ein 1,5 Stunden Video draus machen. Also was kann ich sagen über das Liegenschießen? Nutzt man einen Sandsack und hat eine stabile Position, also sprich eine Hinterschaftauflage und hat eine stabile Position, ist es absolut möglich, genauso präzise zu schießen wie im Sitzen aufgelegt. Mit, ja, ich sag mal, der Nicht-Abzugshand als Hilfe, als Stabilisierung, ohne Hinterschaftauflage. Seht ihr, gehen die Ergebnisse schon ein bisschen auseinander. Haben wir vielleicht so, weiß ich nicht, 3 cm ungefähr auf die 50 Meter. Ich weiß jetzt nicht genau, müsste ich mir die Aufnahmen anschauen, wo dieser eine Schuss herkam. Ich vermute mal, das war der letzte, wo einfach die Waffe unter den Regulatordruck gefallen ist. Vielleicht habe ich es doch auf 155 Bar eingestellt. Ich weiß es nicht mehr auswendig. Ich müsste in meinen Aufzeichnungen nachschauen. Kann man nicht alle Daten merken. Ich habe in der Zeit schon wieder einiges an anderen Luftgewehren in der Hand gehabt. Und sehr viel mit meiner RAMS S400 getüftelt. Da bin ich gerade dran, ja, das Thema bleifrei mal ein bisschen näher zu beleuchten und am Testen. Irgendwann werde ich da auch noch ein Video dazu machen. Ich denke, hoffe, wenn ihr das Video jetzt seht, Achtung, erneute Erinnerung, bitte like das Video, fände ich richtig geil. Jeder, der es vorhin überblättert hat bzw. übersprungen hat, kriegt es jetzt vielleicht mit. Like das Video, gebt mir ein Abo, wäre echt lieb von euch. Danke, danke, danke. Und wenn ihr ein bisschen was Cooles an Stuff braucht, einfach mal auf jabolo.de vorbeischauen. So, jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Was ich auch noch festgestellt habe, ich habe heute bei dem Skypod die anderen Füße hingemacht. Die wären hier gut auf diesem Teppich gewesen, da sind sie besser. Oder im Dreck oder auf Gras oder Matsch oder Stein. Aber hier rutscht es ein bisschen. Ich hätte die Gummifüße dran nehmen sollen. Ich habe mir extra Gummifüße auch mit besorgt. So. Aber geht schon. Also nicht auf den Camcorder schießen am besten. Aber er läuft noch. Geil. Kann man sich das Bild angucken. Okay. So. Ja, jetzt habe ich das eine vergessen, was ich euch noch erzählen wollte. Aber naja, ich habe genug erzählt. Also schießen wir nochmal. So. Der war schön mittig. Hä? Was war denn das für ein Flyer?
Was war denn das für ein Flyer? 980 FPS. Hä? Also jetzt muss ich das mal beobachten. Habt ihr das gesehen? Also, so arg habe ich nicht gezittert. Der ist komplett abkaut. Gut, es kann man krummer Slug auch dabei sein. Also das kann ich mir absolut nicht erklären, außer schlechter Slug. Sorry, das schiebe ich jetzt einfach mal da drauf, weil das war ja... Es empfiehlt sich echt, die Dinger anzuschauen zuvor. Ich habe die halt jetzt einfach ohne zu wiegen, ohne ja, mir die genauer anzugucken, einfach reingestopft. Ihr seht, die anderen 4 Schuss sind in einem Loch. Ach, der ist zu hoch. Ah, der war auch zu schnell. Irgendwas stimmt da gerade nicht. Ich vermute, ich habe ein paar krumme Slugs erwischt. Was ist da los? Auf einmal eine weit höhere Geschwindigkeit. Wenn das da irgendwas bei den Slugs nicht passt, kann überhaupt nicht sein. Kann ich mir gerade nicht erklären. Also, dass mir die Arme ein bisschen zittern. Jetzt passt die Geschwindigkeit wieder. Ich schaue mir mal die Slugs dann an. Schaut da nicht gut aus, das Ergebnis. Oh, mein Arm zittert auch. Oh. Boah. Also, entweder mache ich technisch irgendwas falsch. Auf jeden Fall tun mir die Arme weh. Boah. Da sind ja voll die Krüppel dabei. Hä? Was ist denn da? Ist da ein LKW über die Dose gefahren oder was? Die sind die vorne dran, die Eintritts... Ja, die Löcher halt vorne dran, die sind unterschiedlich groß. Und teilweise voll verbogen. Alter! Gibt's doch gar nicht, ey. Okay. Ja, machen wir mal noch ein paar Schuss. Aber passt schon. Jetzt mittlerweile hat sich schon ein bisschen eingegroovt. Aber eins könnte ich euch sicher sagen. Sollte ich irgendwann mal einen Wettkampf schießen, beziehungsweise das Ganze mal irgendwo ernsthaft betreiben und nicht hier gemütlich alleine ein bisschen rumballern, dann wiege ich die Slugs und gucke mir die genau an. Jetzt passt es schon. Okay, das Magazin ist leer. Die sind jetzt schon alle wirklich... Boah, ohne Kopfhörer, geil. Die sind jetzt schon alle wirklich eigentlich dann
wieder aufs gleiche Eck gegangen und die Geschwindigkeit hat sich angeglichen, aber die hat stark geschwankt am Anfang. Ja, so dramatisch ist es jetzt nicht. Es schaut durch eine 25-fache Vergrößerung, schaut es modsmäßig aus. Nee, ehrlich gesagt ist es nicht so dramatisch. Schaut, wenn du da durchs Glas guckst, 25-fache Vergrößerung, denkst du, du hast hier einmal einen Streukreis von einem Meter gemacht. Aber, dann wieder Mittelfinger raus. Dann mal einen Zeigefinger. Da, wenn du guckst. Das ist schon okay. Ist ein bisschen größer als ein Nagel. Wie gesagt, ich zitter auch wie Espenlaub, sagt man, glaube ich. Also es war echt ein böses Gewackel am Schluss. Einfach weil die Arme, ja, keine Ahnung, ein bisschen schlapp waren. Letzten Endes war das sogar noch besser als die Karte zuvor. Und das war nochmal unsere Karte, als wir mit einer Auflage geschossen haben. Das verschwindet unter einem Fingernagel. Das sind, keine Ahnung, 15 mm. Das war die Karte vom Einschießen. Also die Knarre hat schon was drauf. Der Schütze hat noch Potenzial nach oben. Das steht auf jeden Fall schon mal fest. Aber was ich absolut sagen kann, es macht Höllenspaß. Es macht einfach unglaublich Spaß. Ich kann jedem, ich habe ja einige Leute, haben mich kontaktiert, die auch die Möglichkeit haben, so eine FX sich auf ihre WBK schreiben zu lassen, beziehungsweise Jäger sind und drüber nachdenken aktuell. Also ich kann es euch absolut nur empfehlen. Es macht unglaublich viel Spaß. Ich liebe dieses Setup. Heute hat es mir sogar, habe ich mich noch ein bisschen wohler gefühlt mit einer etwas leichteren Waffe, muss ich sagen. Das letzte Mal, das Teil hast du kaum tragen können. Ich meine, da gibt es halt Equipment, was du dran bauen kannst, dass du wirklich am Schluss nicht mehr schleppen kannst, die Waffe. Aber man muss halt immer überlegen, was macht Sinn, was braucht man, was hilft einem wirklich weiter und was ist einfach nur optisch schön und macht überhaupt keinen Sinn. Ja, die Control Bridges, das waren die Sachen, die hier oben über dem Lauf drauf sind, dass man halt die Waffe eben auch so greifen kann. Aber mein Gott, ich kann ja hier auch am Ziel von Rohr greifen. Ich habe eine ordentliche Montage, da passiert auch nichts. Weiß ich nicht, ob ich die dann überhaupt brauche oder ob es besser ist, wenn der Lauf in Anführungszeichen freischwingend ist. Oder ob es besser ist, wenn ich den reinkeil. Ehrlich gesagt, von den Ergebnissen her, das letzte Mal hatte ich 11 mm, heute waren es irgendwie 15 mm. Vielleicht kriege ich auch die 11 mm so zusammen. Also ich weiß gar nicht, ob es dann überhaupt einen Unterschied macht mit oder ohne Control Bridge. Also sprich frei schwebender Lauf oder beziehungsweise frei schwebende Kartusche oder fest gemachte Kartusche. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das einen großen Unterschied machen würde. Was ich mir jetzt mal gern noch irgendwo her hätte, aber ich habe noch gar nicht mich informiert, ist ein Einzelschuss-Adapter. Das fände ich noch ziemlich geil, weil ich mir vorstellen könnte, dass man da vielleicht noch ein bisschen was rausholen kann. Weiß ich nicht, ob so ist, aber muss ich mal schauen, dass ich mir sowas noch besorge. Ja, ansonsten bin ich ehrlich gesagt schon ziemlich happy mit dem Setup. Wie gesagt, ich schaue nach einer Option hinten dran, wenn ich die Schaftkappe noch etwas erhöhen könnte und so geil der Pulli ist. Aber wahrscheinlich wäre ein Kleidungsstück, an dem das sich nicht so arg bewegt, wenn der Schaft dran anliegt, wäre vielleicht auch nicht blöd. Weiß ich nicht, was es da gibt oder so. Ich sag mal, bezüglich Schießbekleidung, wenn man dann wirklich ein bisschen PRS-Schießen machen will, muss man sich auch Gedanken machen. Da sind Turnschuhe und Jeans auf jeden Fall nicht bestimmt die Wahl Nummer 1. Nach einer guten Schießhose bin ich auch noch auf der Suche. Stiefel habe ich ein paar gescheite, die für sowas geeignet sind. Aber ja, ihr seht, da ist noch Luft nach oben. Wie schon erwähnt, es soll jetzt kein hier, weiß ich auch nicht, Versprechen werden, dass ich da irgendwann mal PRS-Wettkämpfe schieße oder so. Ich weiß es einfach nicht, ich hätte einfach Bock drauf. Ich fand es jetzt heute super abwechslungsreich, mal im Liegen zu schießen. Leute, ich kann es euch echt empfehlen. Bisher schieße ich praktisch 95% sitzend, ab und zu stehend und jetzt zum ersten Mal liegend, aber das Liegen hat echt eine Menge Spaß gemacht. Die Knarre hat herausragend performt. Wer dazu noch Fragen hat oder so, der kann sich natürlich gerne an mich wenden. ergandi@diabolo.de ist meine E-Mail-Adresse. Sonst habe ich, glaube ich, jetzt alles gesagt, was es für heute zu sagen gibt. Ich hoffe, ich bin wirklich gespannt. Sagt mir mal
guckt ihr das Video an wegen der Knarre, guckt ihr das Video an, weil ihr einfach, ja, ich sag mal, so ein bisschen live dabei sein wollt. Warum tut ihr euch so lange das Video an? Das letzte Mal hat eine 75% mehr Viewtime, also das wurde 75% mehr angeschaut, also nicht nur öfter geklickt, sondern auch viel, viel länger angeschaut als ein normales Video. Also irgendwelche Gründe muss es geben und ihr könnt ja da, ich sag mal, so den Kanal mitgestalten, indem ihr mich da ein bisschen mitführt und einfach sagt, okay, das gefällt euch nicht so oder so. Fände ich ziemlich geil. Also mir macht auf jeden Fall das Format so auch Spaß. Ja, manchmal verspreche ich mich halt zwischendurch. Ich habe wahrscheinlich 3,5 Millionen Äs dabei. Aber ich bin halt Franke und ja, so ist es halt. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder mit dabei. Macht's gut, bis dahin. Ciao, servus, sagt der Gandhi.